und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt ist gerade bei uns die Sonne draußen, aber die letzten 2-3 Tage hat es ziemlich viel geregnet und wir haben so zwischen 10 und 11 Grad. Also beste Zeit, um den Schrank jetzt auszusortieren, die Sommersachen rauszubringen, die Herbst- und Wintersachen reinzubringen. Und ich dachte mir, ich nehme euch mit dabei und zeige euch mal, was jetzt hier so rausfliegt, was drin bleibt und wie ich es hoffentlich irgendwie besser organisieren kann. So, das ist jetzt hier mein Schrank, der mir zur Verfügung steht. Tatsächlich habe ich gefühlt jetzt weniger Platz als in unserem alten Haus. Da hatte ich noch eine Kommode dabei. Ich hoffe ja immer noch, dass wir das alles noch mal so ein bisschen umorganisieren, aber im Moment ist es nun so, wie es ist. Entsprechend chaotisch sieht es auch im Schrank aus, weil ich finde immer, wenn man sehr begrenzten Platz hat, wird es natürlich schwieriger, Ordnung zu halten im Alltag. So, und ich habe jetzt hier, ich weiß jetzt gar nicht, ich nehme euch jetzt mal mit hier rüber. So, also, willkommen im Chaos. Das ist jetzt im Grunde genommen das ganze Thema Pullover. Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass hier hinten zum Beispiel meine ganzen Sportklamotten drin liegen. Also Sport heißt Yoga, Fitnessstudio, Tanzen und Laufsachen. Meine Laufjacken, die habe ich im Keller schon im Schrank drin, aber das ist jetzt natürlich so eine Sache, die mir überhaupt nicht gefällt, dass das hier so ein bisschen unorganisiert rumfliegt. Das will ich heute rausnehmen und gucken, ob ich in irgendeiner anderen Kommode oder in irgendeinem anderen Raum Platz nur für die Sportsachen finde. Also wenn ihr einen guten Tipp habt, wie ihr eure Sportsachen aufbewahrt, gerne mal unten in die Kommentierung. Dann haben wir hier jetzt Sachen, die so Semi-Sommer sind. Also die ganz dünnen T-Shirts habe ich jetzt schon mal in den Keller geräumt. Das sind die, die ich jetzt im Sommer anhatte, oder auch die Tanktops, die man jetzt nicht mehr so unbedingt braucht. Hier habe ich jetzt eben ein paar T-Shirts, ein Sweatshirt, ein Pullunder und hier sind so die ganzen Langarm-Shirts und hier oben sind auch noch ein paar Sweatshirts, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die alle jetzt für diese Saison wieder im Schrank haben will oder ob ich da auch ein paar aussortiere, weil die eben schon total lange hier mit im Schrank sind. Also sehen wir gleich. Und jetzt kommen wir hier zum zweiten Schrank. Jetzt mal hier. So, das ist jetzt im Grunde genommen die Geschichte. Wir haben jetzt hier die Hängesachen und hier unten, ich versuche euch mal hier so ein bisschen mit runterzunehmen. Seht ihr schon das Chaos perfekt? Also hier sind die ganzen Hosen und hier unten sind die Handtaschen. Also und so ein Kästchen mit Strumpfhosen. Also ich sage mal Handtaschen, Strumpfhosen, das kann im Grunde genommen alles so bleiben. Hier oben sind dann auch noch diese Merino-Woll-Unterwäsche, die wir hier quasi dann ab Oktober bis einschließlich April hier brauchen für unten drunter, wenn es kalt wird. Die, denke ich, die wird auch hier oben bleiben. Also wir fokussieren uns jetzt erstmal hier auf diesen Bereich, was hier jetzt raus kann, und auf die Hosen. Ja. Und ich finde es tatsächlich immer so ein bisschen schwierig in solchen Schränken. Also ich muss dazu sagen, die Schränke waren hier im Haus drin, die bleiben auch im Haus drin. Das heißt, man muss sich da also irgendwie anpassen, weil ansonsten finde ich im Grunde genommen dieses Packsystem von Ikea total gut, weil man sich ja da das Interieur des Schrankes eigentlich sehr, sehr gut zusammenstellen kann. Aber ja, nützt einem ja alles nichts, wenn Schränke hier schon drin sind. Schauen wir mal. Also ich habe ja hier diese Bluse mir dieses Jahr gekauft. Die habe ich auch sehr, sehr gerne im Sommer getragen. Aber das ist jetzt wirklich eine reine Sommerbluse. Die kommt auf jeden Fall schon mal raus. Dann habe ich hier ein Tanktop. Das kommt auch raus. Also das finde ich ist ja immer einfach, diese wirklich ganz klassischen Sommersachen. Das hatte ich ja jetzt auf Mallorca noch gekauft. Das finde ich eigentlich super schön. Das ist hier auch so ein Leinentop. Das ist hier unten so ein bisschen dreieckig geschnitten und darunter ist so ein hellbeiger langer Rock. Das sieht richtig schön aus. Ich habe es auch schon ein paar Mal angehabt, aber ist reiner Sommer. Kann ich hier in Norwegen schon gar nicht anziehen. Das kommt natürlich auch raus. So, dann dann habe ich hier noch diesen Rock. Den, wer mal mein Decluttering-Video gesehen hat, da war der auch schon drin zum Decluttern. Ich habe ihn dann wieder rausgefischt aus dem Vielleicht-Stapel.
Ich habe ihn seitdem aber nicht ein einziges Mal angehabt. Ich mag die Vorstellung von dem Rock sehr gerne, aber irgendwie ziehe ich ihn einfach nicht an. Also entweder frage ich meine Töchter jetzt, ob eine von denen den Rock möchte, oder er wird jetzt aussortiert. So, und dann haben wir ja, Jeanshemd. Das ist jetzt natürlich ein Jeanshemd, das bleibt auf jeden Fall. Das hatte ich irgendwie im März bei COS gekauft und das ist natürlich ein super Übergangsteil jetzt. Ich mag das halt auch gerne, wenn man nochmal ein T-Shirt drunter ziehen kann und wenn eben noch nicht eindeutig ist, wie jetzt beispielsweise, wir haben morgens hier 10, 11 Grad, die Sonne kommt raus, es sind 16 Grad. Also das ist dann immer sowas, wo man, na, das bleibt hängen. Dann habe ich hier von Massimo Dutti auch eine Leinenbluse. Das ist aber für mich auch eine totale Sommerbluse, weil die eben auch sehr dünn eigentlich ist und auch so ein Teil ist, was ich eigentlich im Sommer schön finde, aber was so stark knittert, das ja, finde ich dann auch immer ein bisschen nervig. Dann habe ich hier eigentlich, ich liebe diese Jacke, ich liebe die total, ich finde die so schön. Habe es aber faktisch erst einmal auf einer Party angehabt. Ich hatte mir die mal für eine Weihnachtsfeier gekauft, auf die ich dann aber nicht gegangen bin, beziehungsweise nicht hingekommen bin, weil die Bahn nicht gefahren ist. Und ja, die bleibt auf jeden Fall drin und ich hoffe, dass ich mich traue, beziehungsweise es auch nutze, die einfach mal öfters so anzuziehen. Ich meine, ist natürlich speziell mit diesen Pailletten, aber why not? So, dann habe ich hier eine Strickjacke von Gant. Die hat mir mein Mann letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Die ist sehr schön, dunkelblau, sehr, sehr klassisch und auch relativ dick, ist also quasi noch vom Winter drin geblieben. Die bleibt drin. Und diese Strickjacke hier ist eine etwas längere Strickjacke von Esprit, auch in dunkelblau. Die ist aber für mich tatsächlich mehr so eine Sommerjacke, also im Sinne von abends, wenn man draußen sitzt, noch eine drüber ziehen. Ja, die kommt auch runter in den Schrank. Ja, diese Jacke hier hatte ich auch schon mal in einem der Videos. Bin ich auch immer noch unschlüssig. Ich habe sie tatsächlich einmal angehabt. Ja, ich weiß es nicht. Es ist eigentlich nicht mehr so ganz mein Stil. Ich lasse sie jetzt mal drin und schaue mal nach, ja, ob ich sie oft anziehe oder nicht. Dann habe ich hier, ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier hängt. Das ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn man mal durchschaut, weil das ist jetzt so ein Rocky-Sweatshirt, graues Kapuzending. Habe ich irgendwie mal in Frankreich gekauft. Ist aber eigentlich so ein All-Day-Hoodie. Der bleibt natürlich für den Herbst, Winter, aber der kommt jetzt hier vom Haken runter und wird zusammengelegt dann in die andere Abteilung vom Schrank. So, dann habe ich hier ja, einmal so einen weißen Rock mit so einer Lochstickereikante, ganz klassischer Sommerrock. Und die Hose mag ich eigentlich super, super gerne. Die ist auch von COS. Die hat hier so ein leichtes Plissé, ist lang und ausgestellt, ist aber für mich auch eine reine Sommerhose, kommt also auch mit in den Schrank für die Sommersachen. Genauso wie diese Jacke hier, die ist von Marco Polo. Finde ich auch richtig schön, habe ich leider auch relativ wenig angehabt diesen Sommer. Aber ja, ist auch eine reine Sommerjacke, kommt auch nach unten. Ja, das ist eins meiner Lieblingsstücke hier tatsächlich von Fabiana Filippi, eine italienische Strickjacke hier mit so einem Innendings und die hat hier so einen kleinen Ledergürtel. Ich finde, die sieht total edel aus und ist sie auch und war auch richtig teuer und ja, die bleibt hier auch drin. Wird leider auch nicht zu oft angezogen, was aber auch okay ist. Also es ist schon mehr so was, finde ich, also in meinem Empfinden für speziellere Anlässe. Ja, dann habe ich hier noch diese Massimo Dutti Jacke. Die ist auch tatsächlich schon mal in einem anderen Video gewesen. Ich meine sogar in dem Declutter-Video. Bin ich mir auch nicht so sicher. Die geht ja so ein bisschen in die Richtung wie hier diese Esprit-Jacke mit den Knöpfen. Was mich an der hier immer stört, ist, dass sie sehr schwer ist. Also die ist wirklich richtig schwer. Das ist so ein Garnstoff. Ja, ich denke, ich werde sie noch mal unten in den Schrank machen, weil ich sie jetzt auch nicht so sehr im Herbst, Winter sehe, auch nicht so wegen der Farbe und den hellen Tönen. Aber es ist auch so ein Stück, wo ich jetzt schon, ich sag mal, 3 Jahre drum rumtanze
und nicht so genau weiß. Eigentlich finde ich sie schön, aber irgendwie steht sie mir auch nicht richtig. Oder ich empfinde es so, dass sie mir nicht richtig steht. Naja, so. Dann hier ganz klassisch ein schwarzer Bläser von Marco Polo. Der bleibt natürlich, der ist auch so ein bisschen, ja, ist eigentlich nicht dicker, aber ist schon, also ist jetzt ein etwas schwereres Material, deswegen fällt er auch sehr gut. Wobei ich auch da sagen muss, ich ziehe hier eigentlich so gut wie gar keine Bläser an. Ich finde die Vorstellung immer sehr schön, Bläser anzuziehen, aber dadurch, wenn ich jetzt hier rausgehe und viel zu Fuß gehe, dann hat man eine Regenjacke, Mütze, Schal, irgendwas an und dann ist so ein Bläser drunter eigentlich nicht so optimal. Das gilt natürlich jetzt hier auch für diesen weißen Bläser. Der ist vom H&M, ist eigentlich auch so ein, finde ich, ganz schönes Sommerstück, was man mal so ein Kleid oder ein Top drüber ziehen kann. Habe ich faktisch dieses Jahr auch nicht angehabt. Jetzt muss man vielleicht dazu auch ergänzend sagen, ja, wir waren 3 Wochen auf Mallorca, da nimmt man natürlich nicht die ganze Garderobe mit. Und den Rest des Sommers war hier jetzt kein Wetter für einen weißen Bläser, so will ich es mal ausdrücken. Oder zumindest auch keine Gelegenheit, das anzuziehen. Ja, dann habe ich hier eine Hose. Das ist so eine Stoffhose, so eine Tailored Trousers von COS. Die bleibt auf jeden Fall hier hängen. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass die hängt, denke ich ganz oft nicht dran, dass ich die habe. Wahrscheinlich muss ich mir da mal was überlegen, dass ich die einfach auch mehr im Fokus habe und dann öfter anziehe, weil ich die eigentlich ganz gerne mag. Die hat vorne auch so Buntfalten. Also sehr klassisch, eher ein weiteres Bein, finde ich aber eigentlich ganz schön. So, dieses Kleid, hatte ich mir hier zum Feiertag, zum 17. Mai gekauft. Mag ich total gerne, hatte ich auch an. Hatte ich auch mit auf Mallorca, hatte es da auch ein paar Mal an. Ist aber natürlich ein totales Sommerkleid, deswegen geht es auch mit nach unten. So, jetzt sind wir hier auf der Seite eigentlich so gut wie durch. Ja, dann haben wir hier diese, ja, wie soll man sagen, das ist auch so eine Art Strickjacke, allerdings mit so einem kurzen Ärmel von Kokai. Die kommt natürlich auch in den Keller. Diese Bluse hier, die habe ich mir hier gekauft, die ist von Urban Pioneers, habe ich euch auch schon mal, glaube ich, irgendwo vorgestellt. Die finde ich richtig schön, die hat ganz tolle Details, wenn man das so sieht, dieses hier so bestickt. Und die hat hier auch am Ärmel unten diese kleinen gehäkelten Borden. Also die ziehe ich total gerne an. Habe ich auch schon ein paar Komplimente für gekriegt, wenn ich die anhatte. Ist jetzt eigentlich auch kein Herbst-Winter-Teil. Finde ich trotzdem schön mit einer Strickjacke oder einem Pulli drüber oder so. Die bleibt. Gut, dann habe ich hier 2 Blusen. Eine vom COS, eine weiße kurzärmelige. Und diese blaue hier vom H&M, so ein leichtes Leinenmaterial. Ja, die blaue habe ich ziemlich oft angehabt in diesem Sommer. Vor allem war die perfekt im Flieger und ja, die kommen aber jetzt beide auch nach unten, weil ehrlich gesagt kann ich die jetzt auch nicht mehr sehen. Freue mich jetzt auch dann immer mal, wenn wieder was Neues in den Schrank kommt, weil das ist ja auch immer das Schöne, wenn man den Schrank umräumt, dass man wieder mal ein bisschen eine andere Auswahl hat, eine andere Zusammenstellungsmöglichkeit. Und wenn man jetzt ein paar Monate immer dieselben Sachen hat und dann auch immer, also man greift ja automatisch immer zu Sachen, die man sehr gerne anzieht und irgendwann ist es dann aber auch gut. So, die Bluse ist von COS. Die ist sehr, sehr oversized. Habe ich auch wenig angehabt dieses Jahr. Kommt jetzt nochmal mit in den Keller. Mal sehen, ob die dann für den nächsten Sommer wieder in den Schrank kommt oder dann ganz endgültig rausfliegt. Und ja, das ist jetzt hier auch eine klassische Leinenbluse von Esprit. Ich mag dieses Blau hier sehr gerne. Man hat hier die Möglichkeit, die Ärmel hochzukrempeln und dann so zu fixieren. Die kommt auch nach unten, ist aber auch was ich jetzt schon bestimmt 5 Jahre im Schrank habe und jedes Jahr wieder gerne anziehe. Dann habe ich hier 2 Blusen, also die hier habe ich in Mallorca gekauft. Die war irgendwie reduziert beim Zara für, weiß ich nicht, 20 € oder so. Fand ich aber für den Sommer sehr schön. Die geht auch nach unten, die hier drunter, die ist von Südexpress, die habe ich in Frankreich gekauft. Mit der bin ich mir nicht so sicher. Also eigentlich steht mir die Farbe ganz gut, aber
irgendwie spannt die hier vorne so ein bisschen und dann geht der Knopf hoch und ja, mal gucken. Also ich hänge sie mal mit runter und mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr ist. Jetzt kommen wir zu 2 Sachen, wo ich mich total freue, weil die habe ich auf Mallorca gekauft und zwar die ganze Zeit noch nicht das Wetter, die tatsächlich zu tragen. Und zwar ist es einmal diese Jacke von American Vintage. Also ich muss sagen, wer auf Mallorca ist, dem empfehle ich American Vintage. Also nicht nur auf Mallorca, aber was da halt ganz gut ist, es gibt einen Shop in diesem Outlet in Palma, in der Nähe von Palma, die wirklich gute Preise haben. Und es gibt einen großen Shop im Palma Stadtmitte, die jetzt natürlich reguläre Ware haben. Ach, aber ich liebe diesen Shop so sehr, weil eben da alles nach Farben sortiert ist. Und ach, es ist wirklich schön. Ich gucke mal, vielleicht blende ich euch hier nochmal das Bild an. Ich hatte, glaube ich, ein Bild im Urlaub auch gemacht, weil ich eben das Shop-Konzept so sehr mag. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist diese Jacke, die ich gekauft habe. Und zwar ist es so ein Frotte-Hoodie. Vorne Reißverschluss. Hier 2 so Eingriffstaschen. Hier so ein bisschen Nähte, Kapuze. Und innen ist die hier hinten am Rücken ja wie so ein ganz leichtes Vlies. Ganz, ganz weich. Ja, und ist so ein Cremeweiß, Wollweiß. Also da freue ich mich jetzt schon riesig drauf, die anzuziehen. Die finde ich richtig schön. Und was ich auch noch mitgenommen habe aus der ganz neuen Kollektion, ist diese Strickjacke hier. Ja, die fühlt sich richtig schön an. Die war auch, glaube ich, echt nicht günstig. Hat hier vorne, das gefällt mir auch eben sehr gut, ich weiß nicht, ob ihr es seht, diese Borte hier und auch die Knöpfe sind total schön in diesem Grau. Also sie passen halt auch perfekt zu dem Grau der Jacke. Und ja, es sind einfach diese kleinen Details, die ich eben sehr mag, wie die Bündchen, die Knöpfe und fühlt sich sehr, sehr weich an. Ich glaube, es gibt einfach nichts Praktischeres als eben eine sehr gute Strickjacke, die man dann eben im Herbst, im Winter entweder zu Hause oder eben über eine Bluse oder was auch immer anzieht. Also 2 Neukäufe aus dem Sommerurlaub, ja, auf die ich mich richtig freue, die jetzt anzuziehen. Jetzt haben wir hier noch eine dunkelblaue Leinenbluse von COS und auch noch eine dunkelblaue Baumwollbluse von Südexpress. Die hat's, also ist eigentlich eine meiner Lieblingsblusen, aber die hat es auch tatsächlich schon so ein bisschen hinter sich. Also die ist halt jetzt oft gewaschen und gebügelt und das sieht man dann einfach hier auch so ein bisschen am Material. Ich denke, vielleicht tue ich sie noch mal in den Keller. Also ihr seht schon, ich kann mich einfach immer sehr, sehr schlecht entscheiden, tatsächlich was rauszugeben. Vor allem auch, wenn man es eben sehr, sehr gerne anzieht. Ja, also die kommt noch mal in den Keller, aber wahrscheinlich geht ihr ein ähnliches Schicksal wie der roten Bluse, dass sie dann den nächsten Sommer nicht erlebt. Ja, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsblusen, auch aus Frankreich von Südexpress, habe ich euch auch schon mal gezeigt. Die hat hier diese kleinen Bündchen und diese ganz kleinen Mohnblumen. Ich mag die Farbkombination super gerne für den Herbst, Winter und ja, die bleibt. Und dann habe ich hier einmal diese das ist auch eine Leinenbluse mit so silbernen Knöpfen. Die geht auch nach unten. Die habe ich jetzt allerdings auch diesen Sommer gar nicht angehabt. Und dann habe ich hier 2 ganz klassisch weiße Hemdblusen von COS. Die bleiben im Schrank, weil das ist ja jetzt was man auch gerade businesstechnisch immer im Schrank haben kann und anziehen kann. Ja, weiß ich aber nicht, ob. Also im Winter mag ich eigentlich dieses Blusenkonzept nicht ganz so gerne. Ja, dann habe ich hier noch eine Kapuzenjacke von Better Rich. Die ist in so einem, ja, wie so Salbeiton. Ach, die habe ich bestimmt schon 15 Jahre und war immer ein guter Begleiter im Nordseeurlaub. Die bleibt auch, ich mache die mal hier vorne zu den Jacken dazu. Ja, wobei ich die jetzt auch gar nicht so viel anhatte in diesem Jahr. So, was haben wir denn noch? Ich hoffe, dass es euch jetzt hier nicht zu lange und zu langweilig wird. Ein Kleid von Zara mit kurzen Ärmeln und das ist von H&M. Beide gar nicht getragen diesen Sommer, auch schön. Aber ich mag sie trotzdem beide ganz gerne und sie bleiben erstmal hier bei mir. Dasselbe gilt auch für dieses Kleid. Das finde ich eigentlich super schön. Das ist von COS.
Ist relativ lang, ist hier an der Seite so ein bisschen gecroppt. Sehr, sehr klassisch, mag ich auch sehr gerne. Kommt auch nach unten. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, jetzt hier, eben wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir in Norwegen hier eben schon auch Sommerwetter haben, aber dann, wenn man hier unterwegs ist, man eigentlich irgendwie, oder ich, nicht wirklich ein Kleid anziehe. Ja, weil ich dann eigentlich auch keine Schuhe dazu anziehen kann, die irgendwie ein bisschen höher sind, weil wenn ich hier 5 Kilometer laufe, statt hin und zurück, das kriege ich auf hohen Schuhen tatsächlich nicht hin. Also an alle, die es hinkriegen, herzlichen Glückwunsch. Ja, dieses Kleid von Esprit finde ich auch eigentlich super schön. Das hat hier so eine Taille, die Ärmel sind so ein bisschen ausgestellter. Hier ist auch ein bisschen länger und erschreckenderweise ist hier sogar noch das Preisschild dran. Das lasse ich tatsächlich hier oben, weil das so ein bisschen ein schickerer Stoff ist. Also das ist hier ein Kleid, was man das ganze Jahr über anziehen kann, mit Bläser drüber. Man braucht halt einen entsprechenden Anlass dazu. Oder ich habe immer das Gefühl, man braucht einen Anlass dazu. Den hatte ich jetzt die Tage nicht oder in diesem Jahr nicht. So, dann habe ich hier auch von COS, den habe ich schon sehr, sehr lange. Das ist eigentlich so ein Overall, der hat hier sehr ausgestellte Beine. Der hat so ein bisschen so eine asiatische Anmutung. Noch so ein Gürtel drumherum. Ist auch ein sehr kühler Stoff, was super schön ist. Habe ich aber tatsächlich dieses Jahr auch gar nicht angehabt. Aber der bleibt im Portfolio, weil es eben auch so ein Klassiker ist. Und ja, irgendwann wird er vielleicht wieder angezogen. Genau, und dann habe ich hier dieses Kleid. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Das hat auch solche Bündchen hier und hier oben diese Bündchen. Ja, das liebe ich. Ich mag die Farbe einfach total gerne und das bleibt auch hier im Schrank hängen. Und was haben wir hier drin? Ach ja, genau. Also, und hier hängt noch mein Burberry Trenchcoat drin. Der ist jetzt hier noch brav verpackt. Also hier könnt ihr sehen. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den mir unten in den Garderobenschrank reinmache, weil tatsächlich, wir haben hier so viel Regen und ich habe den jetzt schon, ich glaube 20 Jahre, ist halt dieser ganz klassische Burberry Trenchcoat und ja, ich will mir den eigentlich hier nicht ruinieren, wenn ich damit runterlaufe und der dann irgendwie ständig durchgeregnet ist. Ist dann auch ein bisschen unpraktisch. Ich ziehe den meistens dann immer an, wenn ich irgendwelche Business-Termine mal habe und es dann eben alles insgesamt so ein bisschen schicker sein soll. Ja, also das ist jetzt erstmal das, was hier so hängt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier schon ganz gut Platz gekriegt. Ich hole dann später noch ein paar Sachen hoch, wobei da jetzt auch nicht so viel dabei ist, was jetzt neu hier reinkommt. Ja. Bei den Hosen, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt jede Hose hier mit euch durchgehe. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Klar ist, ich habe für den Sommer ganz, ganz viele dieser Leinenhosen, diese weiteren von COS, von Esprit und ich glaube von Arket habe ich auch welche, die ich auch im Sommer super gerne anziehe. Die gehen jetzt natürlich alle runter in den Keller. Was bleibt, sind die Jeans. Ich habe Jeans von Esprit, ich habe eine Jeans von Closed. Ich habe von H&M eine Jeans und ja, die bleiben. So viele Jeans sind es tatsächlich gar nicht mehr. Ich habe auch eine von Massimo Dutti, aber ich weiß nicht, das hatte ich auch schon mal in einem Video erzählt. Es gibt halt Jeans, die man total liebt und die man super gerne anzieht. Und dann gibt es welche, die sind in Ordnung, aber nicht die erste Wahl und die kommen dann im Stapel eigentlich immer weiter unten hin. Ja, also hosentechnisch könnte ich mich jetzt für den Winter im Prinzip noch mal ein bisschen aufstocken. Aber bis jetzt habe ich auch noch nicht richtig was gefunden, was ich irgendwie gut finde. So, gerade hat man noch die Sonne. Jetzt regnet es bei uns schon ordentlich. Ich kann euch mal gerade zeigen, wie es hier jetzt gerade mit ein bisschen Sonne noch regnet. Also so schnell geht es hier immer. Man guckt manchmal morgens hier raus und denkt, oh super, blauer Himmel, alles gut. Und eine Stunde später regnet es total. Ja, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar habe ich mir schon mal einen Winterpulli mitgenommen. Und zwar diesen hier von Zara. Das ist ein Kaschmirpulli, der ist auch für Zara-Verhältnisse relativ teuer.
Also ich glaube so 110 Euro. Ich bin mir noch nicht sicher, ich werde die nachher mal anprobieren. Ich mochte die Farbe und es fühlt sich auch gut an. Ist jetzt wirklich sehr, sehr Standard. Also hier mal hochhalten, relativ normale Länge. Hier oben Bündchen, hier unten eben diese ganz normalen Bündchen. Ich weiß, dass die Zara Pullover, Wollsachen in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein Problem waren. Also man hat die einmal angehabt oder zweimal hat die gewaschen und dann konnte man sie eigentlich in die Tonne hauen. Ich bin mir nicht sicher. Ich denke ja, dass der, weil er aus Kaschmir und Wolle ist, vielleicht ein bisschen besser hält. Ich hoffe es. Also ich werde ihn anprobieren und mal gucken, ob er bleibt oder nicht bleibt. Das ist jetzt also der erste Kauf, den ich habe, der im Grunde genommen jetzt für Herbst, Winter hier dazugekommen ist. Also und was ich noch gekauft hatte, was ich bei Kost bestellt habe, sind diese Ohrringe hier. Mal gucken. So. Die fand ich richtig schön, also weil so was Größeres, gerade zu jetzt irgendwas Dunklerem oder so, finde ich die sehr nett. Ich habe ja diese goldenen Kreolen, die ich sehr gerne anziehe und dachte, das ist eine schöne Alternative in Silber dazu. Das ist jetzt also auch schon mal neu für die Herbst-Winter-Kollektion dazugekommen. Ich wollte euch ja noch das Endergebnis zeigen. Das ist jetzt also hier Longsleeves, T-Shirts, hell und dunkel. Dann haben wir hier Pullover und hier oben sind auch noch Pullover und Sweatshirts. Und jetzt machen wir mal hier auf. So, also hier oben sieht man jetzt, das ist die Merino-Wolle. Und hier ist jetzt sehr leer geworden. Also ihr seht, die ganzen Bügel hier sind frei geworden. Und hier unten bei den Hosen ist es auch deutlich aufgeräumter. Da sind auch einige rausgeflogen. Ja, so sieht es jetzt aus. Ja, und jetzt waren wir gerade noch am Schrank und jetzt sind wir hier in meinem Büro, weil ich mit euch noch so ein paar Sachen besprechen wollte zu den Trends für den Herbst und den Winter in diesem Jahr. Ich habe den Eindruck, dass jetzt in diesem Jahr nicht wirklich was Innovatives Trend ist. Also jetzt nichts, wo man sagt, boah, das ist ja jetzt ganz neu, haben wir ja gar nicht gehabt. Also was ich sehe, ist, dass wir wieder die Loafers haben für den Herbst, Winter. Und da freue ich mich natürlich, weil ich unten noch meine Marco Polo Loafers habe, die ich dann auch wieder anziehen kann. Die Schuhsituation wollte ich euch dann nachher sowieso noch mal unten zeigen, falls es euch interessiert. Und ja, ich habe trotzdem so ein paar Sachen, die ich ganz schön finde und die ich mir mal so rausgesucht habe aus den einzelnen Shops. Also die Shops meiner Wahl sind meistens COS, Arket. Ja gut, Marco Polo habe ich früher viel gekauft, gibt es hier auch in begrenzter Anzahl auf dem Zalando-Portal. Ist aber eigentlich mittlerweile nicht mehr so unbedingt meine Wahl. Also wie gesagt, COS, Arket, ab und an nehme ich auch mal was vom H&M mit. Ja, in den besagten Shops habe ich mir ein paar Screenshots gemacht, weil es gibt eine Sache, die ich im Prinzip total liebe, jeden Herbst und Winter und schon seit ich eigentlich denken kann, und zwar ist es dieses Bordeaux-Rot. Es ist ja nicht jedes Jahr Trend, aber es kommt ja doch oft im Herbst, Winter, dass Sachen in Bordeaux-Rot kommen. Dieses Jahr scheint es wieder mehr im Trend zu sein. Sehr zu meiner Freude. Ich hatte mir schon ein paar ganz tolle Schuhe bei COS bestellt gehabt. Das waren so, ja, wie so eine Art Mary Janes in diesem Bordeaux-Rot. Leider war selbst die 42 von COS für mich zu klein. Hat mich sehr geärgert, weil die waren wirklich sehr, sehr schön. Also wer kleinere Füße hat, kann ich es nur empfehlen. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Screenshots, die blende ich euch jetzt hier gleich mal ein, von den Sachen, die so ein bisschen auf meiner Wunschliste stehen. Unter anderem, was ja auch so ein bisschen Trend ist, ist das Thema Wildleder. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil eben, wie gesagt, hier wenn man viel draußen ist, ist es natürlich schwierig, wenn es dann auch noch regnet, mit Wildleder rumzulaufen. Aber es ist natürlich schön. Und bei Arket hatte ich eben auch eine sehr, sehr schöne Wildledertasche gesehen, die auch zumindest auf den Fotos sehr pragmatisch scheint. Was ich dann davon tatsächlich mir besorge, mir kaufe, steht tatsächlich noch so ein bisschen in den Sternen. Ich habe mir auch angewöhnt, dass ich Sachen, die ich schön finde, mir eben einen Screenshot mache, das irgendwo abspeichere und dann 1, 2, 3 Tage später nochmal drauf gucke. Und ja, ich würde sagen, 50% der Sachen würde ich dann vielleicht auch gar nicht mehr kaufen.
Und das ist also auch eine ganz gute Methode, sein Budget so ein bisschen zu schonen. Ja, also das sind auf jeden Fall meine Modewünsche für den Herbst, Winter. Und wie gesagt, ich liebe das eben, dass das Bordeaux-Rot wieder zurück ist. Eine meiner absoluten Lieblingsfarben. Jetzt gehen wir gleich nochmal runter in den Keller und dann zeige ich euch noch die Schuhauswahl, die ich habe für diesen Winter und für diesen Herbst. Und ich habe mir tatsächlich eine neue Winterjacke bestellt. Ich habe so einen Marco Polo Parker, den ich eigentlich auch sehr liebe, den ich jetzt tatsächlich bestimmt 10 Jahre getragen habe, der auch im Grunde genommen noch in Ordnung ist, aber ehrlich gesagt kann ich ihn nicht mehr sehen. Und habe mir jetzt hier eine neue Winterjacke gekauft, bestellt. Ich hatte es gehofft und es ist tatsächlich eingetreten. Ich konnte heute Mittag noch mal eine Jacke abholen, die ich bestellt habe. Also die wurde jetzt hier an eine Tankstelle geliefert. Da sind es immer so, gibt verschiedene Anlaufpunkte, also im Supermarkt, Tankstelle. Das kann man oft auch auswählen, wenn man was bestellt, wo man die Päckchen abholen kann. Man kann es sich auch nach Hause liefern lassen, was aber bei manchen Shops enorm teuer ist. Da bezahlt man dann irgendwie 8 Euro oder so, um dies nach Hause zu bekommen. Und das macht dann, finde ich, jetzt relativ wenig Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Jacke abgeholt. Hier ist sie drin. Und ich wollte sie jetzt mit euch anprobieren. Also ich habe die Jacke gesehen bei einer aus meinem Yogakurs und ich fand die sehr schön. Und wie gesagt, ich wollte ja eben noch eine neue für den Winter haben, die ich hier wirklich jeden Tag für draußen anziehen kann. Die Marke Dietrichson, die kannte ich jetzt nicht. Es ist eine schwedische Marke, die es seit 1913 gibt. Also was ganz schön ist, auf der Webseite kann man dann auch die Firmenhistorie so ein bisschen nachlesen. Und es ist eben ein Paar, was ich 1910, glaube ich, über eine Kontaktanzeige kennengelernt hat. Beide Gründer der Firma haben auch Familienmitglieder aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen in Schweden bei der Fischerei verloren. Und daraus entstand wohl der Gedanke, eben eine hochwertige Kleidung zu machen, die gerade die Fischer schützt vor Regen, vor der Kälte. Und dann haben die angefangen zu experimentieren. Also ich finde es ja immer schön, solche Geschichten zu hören, was so hinter so einer Marke steckt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie die Jacke sich anfühlt, ob sie passt. So, das ist jetzt die Jacke. Es ist ein sehr dunkles Blau. Sie hat eine Kapuze, die ist auch sehr schlicht eigentlich geschnitten. Hier vorne ist einerseits eine Klopfleiste, eine verdeckte, und dann ein Reißverschluss drunter. Und ja, von hinten sieht sie so aus. Da hat sie hier das Firmenlogo und nochmal so einen Steg mit so, ja, wie so Nieten sind da dran. Warum die dabei sind, weiß man nicht. Und vorne an der Jacke, ob ihr das jetzt gut sehen könnt, gibt es also hier seitlich, rechts und links, 2 Reißverschlusstaschen, so zum Eingreifen, und hier vorne nochmal für nach unten zu greifen 2 Taschen mit Knopf, was ich schon mal sehr schön finde. Ich werde sie jetzt mal anprobieren und hoffen, dass sie passt. Also was auch schön ist, das seht ihr hier, die ist auch innen eben gefüttert und außen ist es so ein wasserabweisendes Material. Und hier vorne hat sie so Bündchen, wo man auch mit dem Daumen durch kann. Und man kann es halt hier auch mit dem Klett verstellen. Ich musste gerade mal riechen, ich dachte eben, es riecht komisch. So, ja. Ich glaube, das ist die perfekte Jacke für mich. Ich bin sehr begeistert. Fühlt sich schon mal sehr schön an. Trägt sich richtig gut. Die geht so bis... Kann ich euch die Kamera... Nee, ein bisschen weiter geht auch nicht. Ich guck mal, dass ich die so ein bisschen... So, jetzt seht ihr es. Also sie geht gut über den Po, Hälfte Oberschenkel, hat hier diese Taschen, wo man so reingreifen kann, hat hier die Reißverschlusstaschen, auch richtig gut, hat, glaube ich, sogar hier noch so eine Innentasche mit dem Gummizug. Also ich finde die richtig schön. Und wie gesagt, hat hier vorne halt einen Reißverschluss, der auch nicht so hoch, also so tief geht, was ja den Vorteil hat, dass man dann gut drin laufen kann und eben die Knöpfe, die man dann auch so oben drüber machen kann. So, ich bin noch wieder ein bisschen höher. So, also ich finde sie richtig, richtig schön, die Jacke.
fühlt sich gut an, trägt sich gut, ist auch jetzt schon ordentlich warm, wenn ich sie hier anhabe. Zum Preis, ich glaube, die Jacke hat so, ich meine jetzt 250 € gekostet, was ich auch ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis finde für die Features, die sie hat. Also sprich hier ordentliche Bündchen, ein gutes Material, fühlt sich gut an, fühlt sich hochwertig an und dafür finde ich es jetzt nicht zu teuer. Wenn man hier so in die Outdoor-Läden geht, dann kriegt man auch schnell mal eine Jacke für 5, 6, 7, 800 €, was ich aber in der Tendenz eigentlich nicht bereit bin auszugeben für eine Winterjacke. Ja, also das scheint jetzt hier echt ein guter Fund gewesen zu sein. Ich freue mich. Freue mich auch, dass sie passt. Und ja, also habe ich jetzt eine Jacke für Herbst und Winter. Sehr schön. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal unten die ganze Geschichte mit den Schuhen. Wie versprochen, herzlich willkommen in unserem Keller. Ich zeige euch jetzt noch die Schuhe, die ich für Herbst und Winter habe. Wir haben hier unten im Keller 3 so IKEA-Schuhregale. Also keine Schuhregale, normale Billigregale, wo die Schuhe drin stehen. Wir haben oben nochmal jeweils jeder ein Fach, wo man immer das eine oder 2 Paar drin hat, die man täglich anhat. Und so können wir immer switchen, damit der Flur oben nicht so voll steht mit Schuhen. Legen wir los. Also hatte ich ja vorhin schon erwähnt, meine Loafers, das sind die von Marco Polo. Die habe ich jetzt, ich glaube, 2 Jahre. Und freue mich schon, die jetzt diese Saison wieder zu tragen. Die sind richtig schön, auch sehr bequem. Grundsätzlich mag ich die Marco Polo Schuhe sowieso sehr gerne und die funktionieren auch gut, wenn man große oder lange Füße hat. Dann habe ich hier diese, die habe ich mir letztes Jahr hier gekauft, die sind von Tretorn. Das sind eigentlich wie so eine Art Gummistiefel in so einer Chelsea Boot Form und die haben hier innen nochmal so eine Art Fließstoff, was er dann auch ein bisschen wärmer macht, so für den Herbst, Winter. Ich habe die letztes Jahr total viel getragen und die werde ich dieses Jahr bestimmt auch noch richtig viel tragen. Also von daher sind die absolut perfekten Schuhe, gerade wenn es hier auch so viel regnet. Dann habe ich hier noch diese, das sind auch Chelsea Boots von Marco Polo. Die sind auch sehr bequem, haben eine ziemlich dicke Sohle, aber die sind so bis zur halben Wade hoch. Was ich finde, eigentlich eine relativ ungeschickte Höhe ist, weil sie unter der Jeans dann nichts aussieht. Über der Jeans sieht es auch nicht richtig aus. Also die funktionieren halt ganz gut mit Röcken, aber ist so ein bisschen, finde ich so ein bisschen schwierig, gehört jetzt leider nicht ganz zu den Lieblingsschuhen, die ich habe. Dann Neuzugang sind hier meine neuen New Balance. Ihr seht, die sind auch noch fast... Die sind noch gar nicht getragen. Ich hatte ein paar New Balance gehabt, jetzt die letzten 2 Jahre, die habe ich total viel getragen, die waren jetzt wirklich hinüber. Und das ist natürlich ein Schuh, den man auch das ganze Jahr über anziehen kann, aber eben auch gerade noch so im Herbst finde ich die eigentlich auch perfekt, vor allem in der etwas dunkleren Farbe. Sind die super und sehen nicht so ganz nach Sommersneaker aus. Und dann habe ich noch diese Schuhe, die habe ich bestimmt schon, weiß ich nicht, 15 Jahre oder länger. Die sind von Clarks, das sind so Schnürboots. Und die haben hier, was ich sehr schön finde, hier innen dieses Fischgrätmuster drin, also mit so einem Art bisschen wärmeren Stoff. Ja, die sind eigentlich sehr, sehr schön. Tatsächlich trage ich sie gar nicht so oft, weil ich glaube, ich zu faul bin, die immer zu schnüren. Ich mag das eigentlich lieber so schnell rein, raus Schuhe. Aber sie sehen natürlich trotzdem sehr schön aus zum Herbst, Winter, zu Jeans. Haben auch eine etwas dickere Sohle, das heißt, man kriegt auch nicht so schnell kalte Füße drin. Die sind also schon auch sehr schön. Und zu guter Letzt, das ist jetzt natürlich der Schuh für die wirklich richtig kalten Wintertage, ist hier mein Ackboot. Der hat hier richtiges Lammfell drin. Den habe ich letztes Jahr hier gekauft und der hatte eben auch hier oben dieses wasserabweisende, Gummistiefelartige, was eben auch wichtig ist, gerade wenn es dann draußen nass ist oder Schneematsch ist oder so. Aber das sind wirklich die Schuhe für die ganz, ganz kalten Tage. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet was mitnehmen und ja, schreibt doch mal runter, was eure Favoriten so für diesen Herbst sind und für die Winterzeit. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und ich wünsche euch erstmal eine schöne Zeit.